Ich bin Franziska Zollweg und hier im Helmut-Schmidt-Archiv tätig als Historikerin. Mein Name ist Nina Wienkow. Ich forsche zu Themen der Demokratie und zu Protest. Ich glaube, das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an Archive denke, sind Aktenordner. Nummern auf Aktenordnern, dessen Ordnung ich nicht verstehe, und verstaubte Bücherregale. Für mich persönlich ist die größte Herausforderung, wenn ich in Archiven bin, erstmal deren Ordnungssystem zu verstehen. Ich glaube, in Neudeutsch würde man sagen, hier fehlen die Hashtags. Wir befinden uns hier im Helmut-Schmidt-Archiv. Das Besondere ist, dass es in einer ganz ruhigen Wohnsiedlung liegt am Rand von Hamburg. Und wenn man auf die andere Seite des Gartens geht, steht man direkt vor dem Wohnhaus von Helmut und Loki Schmidt. Also wenn ich hier bin, habe ich immer das Gefühl, dass mich die Geschichte überall anlacht. Dieses Archiv ist kein Ort, das Helmut Schmidt als Person der Zeitgeschichte beweihräuchert. Ganz im Gegenteil, wir haben hier zahlreiche Papiere und Unterlagen, Dokumente, die durchaus ein ganz kritisches Bild auf Helmut Schmidt zeichnen. Es ist eigentlich ein Gespräch mit ihm und ein Gespräch mit Zeitzeugen. Ein Gespräch, was wir nicht mehr führen können. Letztendlich sind Archive für mich vor allem Orte der Demokratiegeschichte. Archive können helfen, die Gegenwart zu verstehen, allein dadurch, dass hier Geschichte konserviert ist. Wenn wir uns Prozesse aus der Vergangenheit anschauen, nur dann können wir verstehen, warum die Gegenwart so ist, wie sie ist. Aktuell interessiert mich vor allem die Kommunikation zwischen PolitikerInnen auf der einen Seite und jungen Menschen, die engagiert sind, auf der anderen. Und das interessiert mich für heute, für die heutige Zeit. Aber ich möchte ja auch wissen, wie war das damals? Und das Helmut-Schmidt-Archiv ermöglicht mir hier zu gucken, wie von Seiten Helmut Schmidts die Kommunikation auch an die jungen Menschen war. In der Zeit, in der Helmut Schmidt politisch aktiv war, musste er sich mit 3 Protestbewegungen auseinandersetzen. Das war zum einen die 68er-Bewegung, das war die Atomkraft- oder die Anti-Atomkraft-Bewegung und die Demonstrationen rund um den NATO-Doppelbeschluss. Also in meinem Verständnis findet Demokratie überall statt. Ja, also in Off- und Online-Räumen, im öffentlichen Raum. Demokratie findet an Küchentischen statt, wenn wir über Politik diskutieren, aber auch an Stammtischen von Parteien, aber eben auch von Vereinen. Für Helmut Schmidt fand Politik im Parlament statt. Das heißt, er hat erstmals zivilgesellschaftlichen Bewegungen keine so große Bedeutung zugeschrieben. Das sehen wir zum Beispiel auch anhand verschiedener Reden und Manuskripte, die hier bei uns lagern. Ich gebe offen zu, nach fast einem ganzen Leben in der Sozialdemokratischen Partei fällt es mir schwer, mir von sehr viel Jüngeren vorschreiben zu lassen, wie ein Sozialdemokrat definiert sein müsste. In der Kommunikation zwischen sozialen Bewegungen und PolitikerInnen gab es einen starken Wandel, würde ich sagen. Und gerade wenn man Fridays for Future im Vergleich, sagen wir mal, zu den Umweltbewegungen der 60er, 70er sieht. Es gibt einfach mehr Medienarbeit und mehr Kommunikation von Seiten der Bewegungen selbst. Und das liegt auch am Digitalen. Sie werden auf der einen Seite von der Politik sehr, sehr stark empfangen. Ja, das ist sehr viel stärker als frühere, also als zum Beispiel die neuen sozialen Bewegungen. Und zeitgleich haben sie das Gefühl, sie werden trotzdem in ihren Forderungen viel zu wenig gehört. Es geht ja eigentlich darum, dass junge Menschen erwarten von PolitikerInnen, dass sie Verantwortung übernehmen. Dass sie zeitgleich mitbestimmen wollen, ist für mich persönlich gar kein Widerspruch, sondern es bedeutet, dass sie gehört werden möchten und zeitgleich erwarten, dass aber die Repräsentationsfunktion übernommen wird. Am Ende kann ich nur sagen, schickt die jungen Leute in die Archive und lasst sie einmal schauen, wie waren Protestbewegungen und zivilgesellschaftliche Bewegungen in der Vergangenheit und welche Rückschlüsse können wir daraus für heute ziehen. Ich wünsche mir, dass die Arbeit der Archivarinnen und Archivare wertgeschätzt wird und dass die Bedeutung der Archive für jeden ersichtlich wird. Und ich wünsche mir, dass man viel mehr auf Archive zugreift, gerade in Bezug auf Fake News, dass man sich die Mühe macht, Hinweise und Zusammenhänge wirklich in ihrem Kontext zu erschließen und nicht einzelne Schnipsel herauszureißen, nur weil mir diese kleine Aussage gerade passt. Ich wünsche mir aber für die Zukunft, dass Archive viel mehr verbunden werden als Orte, als politische Orte und als Orte der Begegnung zwischen Alt und Jung. Und dass solche Dokumente einfach mehr Diskussion anregen und dass Archive nicht nur als diese verstaubten Orte wahrgenommen werden, sondern als absolut super wichtige und politisierte Demokratieorte.